Ich sage dir gleich was und vielleicht denkst du kurz. Hä? Was? Ich glaube, die meisten Menschen lügen jeden Tag. Nicht bei großen Dingen. Bei einem ganz kleinen Satz. Jemand fragt, wie geht es dir? Und die Antwort kommt sofort. Gut, alles gut. Danke, gut. Und ich sage, das stimmt oft gar nicht. Das ist die größte kleine Lüge, die wir sagen. Jeden Tag. Ganz ohne nachzudenken. Oh, puh. Du fängst ja direkt hart an heute, Jonas. Aber ehrlich, ich sage auch immer gut. Und meistens stimmt das gar nicht. Erwischt. Siehst du, genau darüber reden wir heute. Über Gefühle. Und warum es so schwer ist, ehrlich zu sagen, wie es uns wirklich geht. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ich bin Lena, das ist Jonas. Und heute wird es ehrlich. Ganz kurz vorweg, wenn dir die Folge gefällt, abonniere uns. Dann verpasst du nichts. Das hilft uns sehr. Und noch ein kleiner Tipp. Mach unten die Untertitel an. Das kleine CC unten am Video. Dann liest und hörst du zusammen. Das hilft beim Deutschlernen richtig gut. Glaub mir. Genau. Also, zurück zu meinem harten Satz. Ja, dein harter Satz? Warte. Ich finde ihn ein bisschen unfair. Manchmal sage ich gut, weil ich keine Zeit habe. Ich will nicht lügen. Ich will nur weiter. Das verstehe ich. Aber denk mal nach. Wann hast du das letzte Mal wirklich gesagt, wie es dir geht? Pah. Siehst du? Du musst überlegen. Und das ist schon die Antwort. Okay, das sitzt. Aber warte, ist das schlimm? Vielleicht will nicht jeder alles wissen. Der Bäcker fragt, wie geht's, und ich soll ihm alles erzählen? Echt jetzt? Nein, nein. Da hast du recht. Beim Bäcker reicht gut. Ich rede nicht vom Bäcker. Ich rede von den Menschen, die dir wichtig sind. Vom Partner, von der Freundin, von der Familie. Ah, okay, das ist was anderes. Genau. Da sagen wir auch oft gut. Und meinen es nicht. Und dann sitzen zwei Menschen am Tisch und beide sagen gut. Und beiden geht es nicht gut. Oh nein, das kenne ich. Das ist so traurig und so normal zugleich. Ja. Und weißt du, was ich spannend finde? Man sagt ja oft, in Deutschland reden die Menschen nicht so gern über Gefühle. Ob das immer stimmt, weiß ich nicht. Aber man hört es viel. Ja, das höre ich auch oft. Man sagt, die Deutschen sind kalt. Aber stimmt das wirklich? Ich glaube, das ist zu einfach. Kalt ist das falsche Wort. Ich würde eher sagen, vorsichtig. Man zeigt Gefühle nicht so schnell. Aber sie sind da. Vorsichtig. Das gefällt mir besser. Kalt klingt so böse. Genau. Und es gibt hier so einen Spruch. Warte, den erkläre ich dir. Nicht geschimpft, ist genug gelobt. Hä? Sag das nochmal. Nicht geschimpft ist genug gelobt? Ja, das heißt, wenn keiner mit dir schimpft, dann ist das schon ein Lob. Man muss nicht extra sagen, dass etwas gut war. Wow! Also, Schweigen ist ein Kompliment? Das ist ja hart für Leute, die von woanders kommen. Sehr hart. Stell dir vor, du kommst aus einem Land, wo man viel lobt und viel zeigt. Und dann sagt hier keiner was. Du denkst, keiner mag dich.
aber eigentlich ist alles okay. Aber eigentlich ist alles okay. Genau. Nur keiner sagt es laut. Okay, das ist wirklich ein wichtiger Punkt für alle, die neu hier sind. Merkt ihr das Wort? Vorsichtig. Nicht kalt. Vorsichtig. Genau. Und noch ein schönes Wort für heute. Das Gefühl. Die Gefühle. Sprich über deine Gefühle. Darum geht es heute. Ein kleines Wort, aber ein wichtiges. Ja. Und weißt du, was ich glaube? Über Gefühle reden ist eine Sache, die man lernen kann. Wie eine Sprache. Am Anfang schwer, dann leichter. Oh, das ist ein schöner Gedanke. Gefühle wie eine Sprache. Aber Jonas, mal ehrlich, du bist doch auch so ein ruhiger Typ. Redest du über deine Gefühle? Ha, gute Frage zurück. Ehrlich? Früher gar nicht. Echt jetzt? Erzähl. Ich habe immer alles in mir behalten. Bei mir war alles gut. Immer gut. Auch wenn nichts gut war. Ich dachte, ein Mann redet nicht über sowas. Ein Mann macht das mit sich selbst aus. Oh, das kenne ich von vielen Männern. Das ist so ein altes Bild. Ja, und das hat mir nicht gut getan. Ich war müde. Innen müde. Verstehst du? Ja, das verstehe ich sehr gut. Und dann kam ein Moment, ich saß mit einem Freund im Auto. Wir haben gewartet. Und er hat einfach gefragt, und wie geht es dir wirklich? Wirklich. Er hat wirklich gesagt. Genau, dieses eine Wort. Wirklich. Und ich weiß noch, ich habe erst gar nichts gesagt. Nur Stille. Puh, so still im Auto. Das fühlt sich ewig an. Sehr lang. Und dann habe ich angefangen zu reden. Und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Wow, was für eine Geschichte. Und wie war das danach? Leichter. Viel leichter. Nichts war gelöst. Aber es war leichter. Reden allein hat schon geholfen. Das ist so ein wichtiger Satz. Reden allein hilft schon, auch wenn das Problem noch da ist. Genau. Und merk dir die Frage. Wie geht es dir wirklich? Das ist eine kleine Frage. Aber sie kann viel ändern. Ich schreibe mir das auf. Wie geht es dir wirklich? Das ist Gold. Und jetzt du, Lena. Du redest doch gern und viel. Fällt dir das leicht? Reden, ja. Aber über echte Gefühle? Nein. Ich rede viel, damit ich nicht über das Echte reden muss. Klingt komisch, oder? Nein, das klingt gar nicht komisch. Das ist sogar schlau. Man kann mit Worten auch weglaufen. Ja. Ich mache dann Witze. Ich lache. Und alle denken, mir geht's super. Und ich sitze da und denke, keiner sieht mich. Oh, das ist ehrlich. Danke, dass du das sagst. Bitte. Ist ja das Thema heute, oder? Ich kann nicht sagen, redet über Gefühle und selber schweigen. Da hast du recht. Und weißt du, was ich daran schön finde? Wir zeigen gerade genau das. Wie schwer es ist. Und dass es geht. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage. Warum ist das eigentlich so schwer? Wir sind erwachsen. Wir können reden. Warum fällt uns genau das so schwer? Gute Frage. Ich glaube, da gibt es ein paar Gründe. Der erste ist die Angst.
Angst, erzähl. Man hat Angst, schwach zu wirken. Wenn ich sage, mir geht es schlecht, dann bin ich schwach. So denken viele. Ja, diese Angst kenne ich. Schwach sein will keiner. Aber ist das schwach? Ich finde nein. Ehrlich sein braucht Mut. Das ist stark, nicht schwach. Stopp. Das ist ein schöner Satz. Ehrlich sein ist Mut. Ich glaube, viele denken das andersrum. Ja. Und dann ist da noch was anderes. Die Sprache. Und das ist gerade für Menschen wichtig, die neu in Deutschland sind. Oh, jetzt wird es spannend. Was meinst du? Naja, Gefühle in einer neuen Sprache zeigen, ist doppelt schwer. Ich weiß, wie ich mich fühle, aber ich habe nicht die Wörter dafür. Oh ja, das ist so wahr. In meiner Sprache kann ich alles sagen. In einer neuen Sprache bin ich plötzlich still. Genau. Und dann sagst du gut, weil gut das einzige Wort ist, das schnell kommt. Aua. Ja, so einfach ist das manchmal. Und genau deshalb machen wir das heute. Wir geben dir ein paar Wörter mit. Kleine, einfache Wörter für Gefühle, damit du mehr sagen kannst als nur gut. Fangen wir gleich an. Ja, das lieben unsere Zuschauer. Lass uns das machen. Aber langsam, nicht wie eine Liste. Einfach so, wie es kommt. Genau. Fangen wir leicht an. Statt nur gut kannst du sagen, es geht mir gut. Oder mir geht es gut. Beides ist richtig. Und wenn es nicht so gut ist? Dann sag, es geht so. Oder nicht so gut. Das ist ehrlich und trotzdem einfach. Es geht so. Es geht so. Das mag ich. Das ist nicht dramatisch. Aber es ist ehrlich. Genau. Und dann gibt es die schönen Wörter. Ich bin froh. Ich bin glücklich. Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist so ein warmes Wort. Ich freue mich, dass du da bist. Siehst du, du hast es gleich benutzt. Perfekt. Und wenn du traurig bist, sag einfach, ich bin traurig. Ganz direkt. Ich bin traurig. Ja, das ist so ein kleines Wort, aber schwer zu sagen. Ja. Und weißt du was? Manchmal ist man nicht traurig und nicht froh. Man ist einfach müde. Auch das ist ein Gefühl. Ich bin müde. Oh, das vergessen viele. Müde ist auch ein Gefühl. Nicht nur der Körper, auch innen. Genau. Innen müde. Und dann gibt es noch ein wichtiges Wort. Wütend. Ich bin wütend. Wütend. Das trauen sich viele gar nicht zu sagen, vor allem nicht ruhig. Ja. Wut ist so ein Gefühl, das die Leute verstecken. Aber Wut ist normal. Jeder ist mal wütend. Wichtig ist nur, wie man damit umgeht. Da würde ich gern gleich mehr zu sagen über Wut, weil ich glaube, da machen wir alle Fehler. Machen wir gleich. Aber lass uns kurz noch bei den einfachen Wörtern bleiben. Ich will, dass die Leute die wirklich mitnehmen. Ja, gut. Also nochmal ganz ruhig. Froh, traurig, müde, wütend. 4 kleine Wörter. Und eins fehlt noch. Das Wichtigste vielleicht. Angst. Ich habe Angst. Oh, ja, ich habe Angst. Das ist schwer zu sagen, aber so ehrlich.
Sehr ehrlich. Und weißt du, viele Menschen, die neu in einem Land sind, haben oft Angst. Vor dem Amt, vor der Sprache, vor allem Neuen. Ja, und keiner sagt es. Alle tun so, als wäre alles leicht. Genau. Dabei würde es so helfen, wenn einer sagt, ich habe auch Angst. Dann bist du nicht mehr allein damit. Das stimmt. Angst wird kleiner, wenn man sie teilt. Nicht weg, aber kleiner. Schön gesagt. Angst wird kleiner, wenn man sie teilt. Okay, und jetzt endlich zur Wut. Du wolltest ruhig bleiben und ich platze fast. Lass uns über Wut reden. Ha, na dann los, erzähl, was ist dein Punkt bei der Wut? Also, viele denken, Wut zeigen ist schlecht. Also halten sie es rein und rein und rein, bis es knallt. Und dann knallt es wegen einer Kleinigkeit. Genau. Wegen der Zahnpasta. Oder wegen einer offenen Tür. Und eigentlich geht es gar nicht darum. Ja, man streitet über etwas Kleines, aber das echte Problem ist ganz woanders. Und das finde ich so schade. Man streitet über die falsche Sache und keiner versteht den anderen. Da ist was dran. Vielleicht ist der erste Schritt, merken, dass man wütend ist. Und einfach mal sagen, ich bin gerade wütend. Nur sagen, nicht schreien, nur sagen. Genau. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin wütend ist ein Satz. Schreien ist kein Satz. Ha, ich bin wütend ist ein Satz. Schreien ist kein Satz. Das nehme ich mit. Aber ich will auch ehrlich sein. Das klingt so leicht, wenn wir hier sitzen und reden. Im echten Moment ist es schwer. Sehr schwer. Wenn ich wütend bin, denke ich nicht an schöne Sätze. Da bin ich einfach wütend. Genau. Und deshalb sagen wir auch nicht, mach das mal eben. Wir sagen nur, probier es. Ein kleiner Schritt. Beim nächsten Mal. Ja, ein kleiner Schritt. Das ist wichtig. Wir geben hier keine Rezepte. Wir reden nur ehrlich darüber, wie es ist. Genau so. Und weißt du, was mich noch interessiert? Ob das überall so ist. Ich meine, in anderen Ländern. Oh ja, das wollte ich auch fragen. Ist das überall gleich, dieses Schweigen? Nein, gar nicht. Es gibt Länder, da ist es ganz normal, laut zu sein. Man redet mit den Händen. Man umarmt sich. Gefühle sind überall. Und dann kommt so ein Mensch nach Deutschland. Und alle sind so ruhig. Das muss ein Schock sein. Ich glaube, ja. Man denkt, warum mag mich keiner? Warum ist keiner herzlich? Dabei sind die Leute nur anders. Ruhiger, vorsichtiger. Und andersrum genauso, oder? Ein ruhiger Mensch kommt in ein lautes Land und denkt, oh je, was ist hier los? Ha, genau. Beides ist ein Schock. Keiner ist besser. Nur anders. Das finde ich wichtig. Ja, kein Land macht es richtig oder falsch, nur anders. Merkt dir das Wort anders. Und eine kleine Sache noch dazu. Man sagt oft die Deutschen, die Deutschen. Aber Deutschland ist auch nicht überall gleich. Stimmt. Im Norden reden die Leute anders als im Süden, oder? Ja, das sagt man oft. Viele haben so ein Bild im Kopf. Im Norden ruhiger, im Süden ein bisschen wärmer. Ob das immer stimmt, weiß ich nicht. Aber die Leute erzählen es gern.
Ha, ja, das sind so kleine Bilder im Kopf. Nicht immer wahr, aber lustig. Genau. Und wir wollen keine großen Sätze über ein ganzes Land machen. Jeder Mensch ist anders. Auch das gehört zur Wahrheit. Guter Punkt. Also, wir reden über Gefühle und wir sind schon mittendrin. Aber ich will noch was Persönliches fragen, Jonas. Nur zu. Ich sitze fest. Ich kann nicht weglaufen. Ha, also, nach dieser Sache im Auto mit deinem Freund, hat sich für dich danach viel geändert? Oder war das nur ein Moment? Gute Frage. Ehrlich? Erst war es nur ein Moment. Am nächsten Tag war ich wieder still. Alte Gewohnheit. Ah, also nicht plötzlich alles anders. Nein, so läuft das nicht. Aber etwas war anders. Ich wusste jetzt, es geht. Ich kann reden. Und die Welt geht nicht unter. Die Welt geht nicht unter. Ja, das ist oft die Angst, oder? Dass alles kaputt geht, wenn man ehrlich ist. Genau die Angst. Aber meistens geht nichts kaputt. Meistens wird es sogar besser. Die Menschen kommen näher. Das ist schön. Ehrlich sein bringt Menschen näher. Das glaube ich auch. Und weißt du, was ich seitdem mache? Wenn mich jemand fragt, wie geht's, warte ich eine Sekunde. Nur eine Sekunde. Und dann antworte ich ehrlich. Nur eine Sekunde warten. Das klingt so klein. Aber das ist eigentlich riesig. Ja. In dieser einen Sekunde denke ich, wie geht es mir denn wirklich? Und oft ist die Antwort dann nicht gut, sondern etwas Echtes. Ich probiere das ab jetzt auch. Eine Sekunde warten. Und dann ehrlich. Mach das. Und liebe Leute da draußen, macht ihr das auch mal. Heute noch. Wenn euch wer fragt, wartet eine Sekunde und seid ehrlich. Nur einmal. Ja, nur einmal heute. Als kleines Spiel. Schaut, was passiert. Genau. Und schreibt uns gern, wie es war. Wir lesen das wirklich. Machen wir. Und weißt du, das führt mich direkt zu einer Frage, Jonas. Kann man denn auch zu viel über Gefühle reden? Oh, interessant. Warum fragst du das? Naja, es gibt ja auch Leute, die reden nur über ihre Gefühle. Immer. Und irgendwann denkt man, oh Mann, jetzt reicht es. Ha. Ja, die gibt es. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht nicht um viel oder wenig. Es geht um echt. Echt statt viel. Erklär mal. Also, man kann viel reden und trotzdem nichts Echtes sagen. Und man kann einen Satz sagen, der wirklich sitzt. Der eine Satz ist mehr wert. Ah, also nicht die Menge zählt, sondern die Wahrheit. Genau. Ein ehrlicher Satz am Tag reicht oft. Du musst nicht alles erzählen, nur nicht immer nur gut sagen. Das beruhigt mich. Ich dachte schon, jetzt muss ich den ganzen Tag über Gefühle reden. Nein, nein, bloß nicht. Das wäre auch anstrengend. Ein Satz, ein ehrlicher Satz, das ist schon viel. Okay, ein ehrlicher Satz. Das kann ich. Ich glaube, das können alle. Das glaube ich auch. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Es gibt ja auch die Gefühle, die man gar nicht so genau kennt. Wie meinst du das? Gefühle, die man nicht kennt?
Naja, manchmal geht es dir schlecht und du weißt gar nicht warum. Du bist nicht traurig, nicht wütend, nur so komisch. Kennst du das? Oh ja, total. So ein graues Gefühl. Nicht schwarz, nur grau. Grau. Ja, schönes Wort dafür. Und dann ist es schwer, darüber zu reden, weil du selbst nicht weißt, was los ist. Und dann sagt man wieder gut, weil man das graue Gefühl nicht erklären kann. Genau. Und da ist ein kleiner Trick. Man muss es nicht erklären. Man kann einfach sagen, ich weiß nicht, wie es mir geht. Auch das ist ehrlich. Oh, ich weiß nicht, wie es mir geht. Das ist erlaubt? Klar ist das erlaubt. Das ist sogar sehr ehrlich. Keiner muss immer wissen, wie es ihm geht. Nicht wissen ist auch eine Antwort. Das nehme ich mit. Ich weiß nicht, wie es mir geht. So ein Satz, der einen frei macht. Ja. Und merk dir, du musst dich nicht erklären. Du musst dich nur zeigen. Das ist ein Unterschied. Warte, zeigen, nicht erklären. Das ist tief. Sag das nochmal langsam. Du musst dich nicht erklären. Du musst dich nur zeigen. Also nicht sagen, warum. Nur sagen, dass etwas da ist. Wow, okay, das ist der beste Satz bis jetzt, glaube ich. Ha! Und weißt du was? Ich habe da noch etwas auf dem Herzen. Und das passt genau hierher. Oh, dann sag es. Ich bin gespannt. Warte, eigentlich ist es deine Frage. Du hattest doch vorhin was, oder? Stimmt, ja. Es geht um Kinder und darum, was wir ihnen zeigen. Bist du bereit? Immer. Fang an, Lena, ich höre zu. Also, Kinder lernen Gefühle von uns. Sie schauen uns an. Und dann machen sie es nach. Ganz einfach. Stimmt. Sie sind wie kleine Spiegel. Genau. Und wenn ich immer sage, mir geht es gut, obwohl es nicht stimmt, dann lernt mein Kind das auch. Ah, es lernt Gefühle zu verstecken. Ja, und das wollen wir doch nicht. Wir wollen, dass sie reden können. Über Angst, über Wut, über alles. Weißt du, was ich schön finde? Wenn ein Kind sagt, Papa, ich bin traurig. Einfach so. Wirklich schön. Kinder machen das oft besser als wir Erwachsenen. Da hast du recht. Wir verlernen das mit den Jahren. Und dann müssen wir es neu lernen. Aber wir können es neu lernen. Das ist die gute Nachricht. In jedem Alter. Das glaube ich auch. Es fängt mit einem Satz an. Mir geht es heute nicht so gut. 7 Wörter. Und schon wird alles ein bisschen leichter. 7 Wörter. Ja. Das könnte unsere kleine Übung für diese Woche sein. Ich mag das. Sag einem Menschen ehrlich, wie es dir geht. Nur einem. Und schau, was passiert. Meistens passiert etwas Gutes. So ein schöner Gedanke zum Schluss. Ich bin richtig froh über dieses Gespräch, Jonas. Ich auch, Lena. Das war ehrlich. Und genau darum ging es ja heute. Über Gefühle sprechen. Klingt klein, ist aber groß. Und danke dir. Danke, dass du bis hierher dabei warst. Wirklich. Das bedeutet uns viel. Wenn dir das Gespräch gut getan hat, dann abonniere uns. Dann sind wir beim nächsten Mal wieder zusammen.
Und heute Abend probier es einfach mal. Sag einem Menschen, wie es dir wirklich geht. Pass gut auf dich auf. Bis bald. Bis bald. Macht es gut, ihr Lieben. Wir sehen uns.